Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen. Der Aufbau des Videos ist diesmal ein ganz klein wenig anders, aber lasst euch überraschen. Vorstellen möchte ich euch heute konkret diesen Tabak hier. Ihr habt richtig gesehen, es geht diesmal um einen Tabak von HU Tobacco. Und zwar nochmal hier, es ist der Dog Worker, der in dieser schmucken Dose daherkommt. Und ich finde es schon sehr ansprechend, das Dosendesign, denn passend zum Titel Dog Worker sehen wir hier oben noch die Abbildung eines Frachthafens. Und genau darum soll es ja gehen, um die Hafenarbeiter, die entsprechend für das Löschen der Schiffe zuständig sind. Die Dose fasst 50 Gramm, hat mich einst 9,50 € gekostet. Und die Darreichungsform, wenn wir hier einen Blick in die Dose werfen, kommt einem doch schon sehr, sehr bekannt vor. Denn so wie das Ganze hier aussieht, erinnert das Ganze doch an eine berühmte Tabakmanufaktur aus Norddeutschland. Und hier heißt es ja auch so schön, Hand blended for smoking pleasure. Das Ganze sieht dann nochmal so aus. Dieses Papierstückchen hier deckt den Tabak ab. Hier ist er nochmal, wie er in der Dose eingebracht ist. Und wenn man an der Dose riecht, erinnert einen der Tabak vom Geruch her zunächst an einen Virginia Flake. Auch hier kann man wieder herrliche, fruchtige Nuancen wahrnehmen. So erinnert der Geruch einerseits wieder ein wenig an Rosinen. Auch Feigen wären denkbar. Oder einfach an ein frisches Stück Bauernbrot. Nichtsdestotrotz ist der Tabak eben halt doch kein reiner Virginia-Tabak, wie man annehmen könnte, sondern, ihr habt es ja eben sehen können, im Mittelpunkt steht eigentlich ein Burley-Tabak. Burley-Tabake sind ja primär dafür bekannt, dass sie eine leicht nussige oder schokoladige Note mitbringen, dass sie teilweise etwas würziger sind und halt vor allem auch so einen gewissen Nikotinschub haben. Ebenfalls enthalten sein sollen Orient-Tabake und Virginias zum Abrunden, und zwar unter anderem auch wieder Virginias aus Indien, die ja von sich aus eine etwas größere Zuckerhaftigkeit, also eine etwas größere Süße mitbringen. Doch ich würde sagen, in gewohnter Weise, bevor ich auf das eigentliche Review eingehe, lasst uns doch erst einmal einen etwas genaueren Blick auf den Tabak werfen, wie er in der Dose konkret daherkommt, wie die Flakes an sich aussehen und gehen danach dann entspannt zum Review über. Viel Spaß mit den jetzt folgenden Impressionen. Hier seht ihr, wie schön die Tabakscheiben übereinander gestapelt sind. Und bei genauerem Hinsehen kann man halt eben dieses mittlere bis dunklere Braun sehen, eben basierend auf den Burley-Tabaken und zwischendurch immer wieder so ein paar hellere Einsprenkel, die eindeutig vom Virginia-Tabak herrühren. Und wenn man sich die einzelne Scheibe ein bisschen genauer ansieht, dann sieht man doch auch so ein paar Partien, die so ein weniges grünliches Gelb haben. Das sind eindeutig die Anteile des enthaltenen Orient-Tabaks. Für dieses Video habe ich mich dazu entschlossen, auf eine Stanwell Calabash zurückzugreifen, die ein nicht ganz so großes Füllvolumen hat. Ich habe hierzu einfach eine halbe Scheibe geknickt und gefaltet und in die Pfeife eingedreht, oben leicht angedrückt, und aufgrund der wirklich perfekten Konditionierung lässt sich der Tabak halt auch in dieser Form sehr gut in die Pfeife einbringen und damit steht dem Rauchvergnügen nicht mehr viel im Wege. Hier ist nochmal die Pfeife, in die ich den Tabak eingebracht habe. Es ist aus dem Hause Stanwell einer der Klassiker, und zwar die sogenannte Stanwell Calabash, hier in einer sandgestrahlten Ausführung mit goldenem Ring. Die Pfeife hat ein knapp mittleres Füllvolumen und was sie halt besonders auszeichnet,
Sie ist hier am Kopf konisch gebohrt, sprich, hier unten verjüngt sie sich hin. Der Nachteil ist natürlich, die Wandung hier unten wird dadurch doch extrem dünn, weil hier auch die Calabash selbst eine kelchförmige Form hat. Und daher rauche ich sie ganz gerne mit Ready Rubbed Mixtures oder halt in dem Fall hier mit Flake-Tabaken, die eben an sich nicht ganz so heiß abbrennen wie beispielsweise ein Feinschnitt. Und von daher würde ich sagen, ihr habt den Tabak gesehen, jetzt habt ihr die Pfeife gesehen, kommen wir zum Anzünden. Der Tabak bäumt sich wirklich nur sehr, sehr wenig auf. Wir können ihn also bequem wieder ein bisschen andrücken, Oberfläche glätten. So, das war's auch schon. Oberfläche ist soweit glatt. Sorgen wir also dafür, dass sie jetzt gleichmäßig zum Glimmen gebracht wird. Nach meinem Empfinden kommt der Flake-Tabak in einer sehr, sehr guten Konditionierung daher. Er ist nicht zu feucht, er ist auch nicht zu trocken, lässt sich durch die Knick- und Faltmethode sehr gut in die Pfeife einbringen und wie man ja sehen konnte, er nimmt auch das Feuer, die Glut sehr, sehr gut an. Ich habe den Tabak zuvor in allererster Linie aus Savinelli-Pfeifen geraucht, und zwar jeweils aus der 320 KS wegen der beiden Kopfbohrungen. Habe dann aber festgestellt, dass man ihn auch sehr gut aus kleineren Pfeifenköpfen, in dem Fall wie hier von der Stanbridge Calabash, rauchen kann. Einfach deswegen, weil sich der Tabak halt auch beim Entzünden nur sehr wenig aufbäumt, folglich auch nicht allzu viel Platz braucht, um sich auszubreiten. Interessant ist, der Tabak ändert innerhalb relativ kurzer Zeit sein Aroma. Während des Anzündens und auch während der ersten Minuten danach kommt er doch recht würzig daher. Und zwar würzig dahingehend, dass ich den Geschmack noch nicht mal richtig zuordnen kann. Ich weiß jetzt nicht mit Sicherheit, ob die Würze durch die entsprechenden Orient-Tabake hervorgerufen wird, durch die verschiedenen Virginias, die genutzt wurden, oder aber ob die Würze selbst vom Burley stammt, da ich sie geschmacklich nicht richtig zuzuordnen weiß. Interessant ist jedenfalls, von wem die Tabake von HU Tobacco offensichtlich hergestellt werden. Bereits auf der Homepage von HU Tobacco kann man ja schon die verschiedenen Herstellungsprozesse nachverfolgen, und da steht ja auch schon, dass die Tabakmaschinen in Lauenburg stehen. Ein klares Zeichen dafür, dass in irgendeiner Form DTM, Dan Tobacco dahinter stehen könnte. Und wenn man sich die Dose etwas genauer ansieht, kriegt man dies auch entsprechend bestätigt. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch mal einen kurzen Blick auf die Steuerbanderole werfen. Sehr schön zu erkennen ist auf der Steuerbanderole die Steuernummer 28712. Dies ist ja bekanntlich die Steuernummer von DTM Dan Tobacco in Lauenburg und ein klares Zeichen dafür, dass dieser Tabak hier im Auftrag von HU Tobacco ganz offensichtlich in Lauenburg von Dan Tobacco hergestellt worden ist. Laut Steuerbanderole ist die Steuernummer halt wirklich von DTM Dan Tobacco, was auch darauf schließen lässt, dass HU Tobacco die Ideen einbringt und die Tabake anschließend von DTM Dan Tobacco in Lauenburg in Schleswig-Holstein herstellen lässt.
Das ist auch völlig legitim und vor allem halt für die wahren Kenner, die kennen natürlich die Qualitäten der Tabake von DTM und diese spiegelt sich auch eindeutig natürlich hier in den Flake-Tabaken von HU Tobacco wider. So, langsam aber sicher ändert sich schon der Geschmack des Tabaks. Die Würze tritt ein bisschen mehr in den Hintergrund, ist nicht mehr ganz so bissig wie eben so in den ersten 2 Minuten. Und so langsam aber sicher kommt so ein leicht nussiges Aroma durch. Und in Verbindung mit dem Duft des Tabaks, der einem beim Rauchen unwillkürlich in die Nase steigt, hat man doch so ein bisschen das Gefühl, einen Hauch von Herrenschokolade, also von richtig schwarzer Schokolade zu verspüren. Allerdings weniger in der süßlichen Richtung, als vielmehr wirklich so von der Herbe her. Ich weiß nicht, ob ihr so die Schokolade kennt mit 95% Kakaoanteil, die wirklich richtig trocken daherkommt, die so gut wie keinen Zucker mehr enthält. So ungefähr muss man sich den Tabak beim Abbrennen vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es ja heißt, der Tabak ist null aromatisiert, dass dieser Geschmack wirklich rein von den enthaltenen Burley-Tabaken herrührt. Der Tabak lässt sich jetzt schön langsam nach unten durchrauchen. Erfordert allerdings dahingehend ein wenig Aufmerksamkeit, dass man halt eben keine zu langen Pausen machen sollte. Wenn man also zu viel spricht, wie ich eben, kann es durchaus passieren, dass die Pfeife kurz ausgeht. Deswegen, ich habe es ja gerade getan, Oberfläche ein wenig glätten und nachfeuern. Die Flake-Scheiben kommen jetzt ziemlich groß daher. Und für die Sabinelli 320 HS ist eine Flake-Scheibe wirklich die ideale Größe. Hier für die Stanwell Calabash habe ich mich für eine halbe Scheibe entschieden. Aus meiner Sicht wirklich auch eine Empfehlung für diesen Tabak. Er ist halt mal was anderes, kein klassischer Virginia Flake, sondern eben ein Burley Flake, zumindest auf Burley basierend, harmonisch jedoch abgestimmt mit Orient-Tabaken, die scheinbar doch für ein bisschen zusätzliche Würze sorgen, sowie mit verschiedenen Virginia-Graden, die auch noch ein bisschen natürliche Süße reinbringen. In sich aber ist der Tabak trotz allem eher ein würziger Tabak, eben mit herber Schokolade vom Aroma her und auch mit diesen nussigen Aromen, die durch den Burley zustande kommen. Eine runde Sache, absolut etwas für Puristen. Aromatenliebhaber können ihn, denke ich mal, ruhig probieren. Er haut einen jetzt wirklich nicht um. Von der Tabakkraft her, was den Nikotingehalt angeht, schätze ich ihn mal als mittelmäßig oder mittelstark ein, vielleicht ein bisschen stärker als mittelstark. Kein Tabak, den man vielleicht in den späteren Abendstunden rauchen sollte, aber aus meiner Sicht dennoch ein Tabak ansonsten für fast jede Uhrzeit. Ich habe ihn jetzt schon morgens geraucht, jetzt momentan haben wir späteren Nachmittag und ich rauche ihn. Und er ist auf jeden Fall ein Genuss. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich trinke ja meistens Tee dazu, aber gerade in Verbindung vielleicht mit einem schönen Cappuccino dürfte der Tabak auf jeden Fall etwas für Genussmenschen sein. Und das war es auch schon soweit von mir zur Vorstellung des HU-Tabaks Dogworker. Meine Empfehlung, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich bin in gewohnter Weise natürlich gespannt darauf, was ihr von meiner Präsentation zum einen haltet und natürlich halt auch, wie sind eure eigenen Erfahrungen mit dem Dogworker? Habt ihr ihn bereits geraucht? Wie sagt er euch zu?
Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, dann können wir uns entsprechend ein wenig austauschen. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und in gewohnter Weise natürlich weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.